Anfeindungen im Netz gehören inzwischen zum Alltag. Seit dem 7. Oktober, dem Massaker der Hamas-Terroristen in Israel, ist das Leben zum Beispiel des Islamkritikers Ahmad Mansour noch gefährdeter als vorher schon. Die Folge: Er kann ohne Personenschutz das Haus nicht mehr verlassen. Wie sich sein Leben veränderte, schilderte er Greta Wagner. Ahmad Mansour, Psychologe, Islamkritiker und in ständiger Lebensgefahr. Ohne Personenschutz kann er mittlerweile das Haus nicht mehr verlassen. Der Grund: massive Anfeindungen. Es geht einfach um Hass, es geht um Bedrohung. Wir verbrennen dich, wir wünschen, dass deine Familie verbrennt wird, wir werden dich finden. Und ich kann Ihnen sagen, das macht keinen Spaß. Die letzten Tage machen keinen Spaß, in sozialen Medien unterwegs zu sein. Und es sind nicht nur die letzten Tage, eigentlich die letzten Jahre und besonders die letzten Monate. Der 7. Oktober hat Ahmad Mansours Leben auf den Kopf gestellt. Können Sie vielleicht noch mal so grundlegende Sachen sagen, die sich seitdem für Sie, auch für Ihre Familie verändert haben? Alles hat sich verändert. Und zwar seit dem 7. Oktober ist die Bedrohungslage natürlich eine ganz andere. Und das trifft nicht nur mich, das trifft meine Frau, die auf einmal auch diese Angst hat, und das sieht man abends, wenn irgendjemand bei uns klingelt oder wenn wir irgendwelche Bewegungen draußen sehen. Das kriegt meine Tochter mit, auch wenn wir sie massiv davon schützen. Es ist auch für mich ein besonderer Dreh. Man kann Ahmad Mansour nicht einfach so treffen. Im Vorfeld mussten wir uns mit dem LKA, seinem Personenschutz, abstimmen. Und auch während unseres Interviews wird er nicht aus den Augen gelassen. Wenn man Sachen plant, dann kann man das nicht einfach morgen aufstehen und sagen, jetzt will ich das tun oder jetzt gehe ich mit meiner Frau da oder da. Das ist immer mit Ansprache, mit Absprache, mit Telefonieren verbunden. Deshalb ist das allgegenwärtig, es ist immer da. Vor allem ist es immer da, weil die Leute auch fast immer da. Nach dem 7. Oktober und auch als die Pro-Palästina-Demonstrationen das Land bestimmten, hat Mansours Tochter mehr Kontakt zu der Polizei als zu anderen Kindern, erzählt er mir. Aber er und seine Familie haben die Entscheidung getroffen, weiterzumachen. Auch wenn er nach TV-Auftritten wie diesen im Netz bedroht wird. Nicht nur um irgendwelche Prediger in den sozialen Medien, sondern es geht eigentlich um Propaganda. Diese Orte nicht von den Demokraten bestimmt, sondern von Populisten und Radikaler aller Sorten. Hilft immer natürlich zu schauen, was in den Moscheen gepredigt wird. Aber die Musik spielt mittlerweile woanders. Sie spielt in den sozialen Medien. Und genau hier bekommt Mansour tagtäglich solche Nachrichten. Aber ich bringe jeder solche Nachrichten zur Anzeige. Jeder einzeln. Wir reden von Hunderte, wenn nicht Tausende, nur seit dem 7. Oktober. Wir begleiten Ahmad Mansour zu einer Veranstaltung. Ich lerne, die Türen eines LKA-Autos darf man nicht selbst öffnen. Ich hinterfrage dies auch lieber nicht. Für Mansour ist das schon fast Alltag, aber auch nur fast. Also, ich hoffe, dass ich das nie als normal bezeichnen werde. Die Personenschützer sind auch sehr, sehr nett bemüht, weil sie auch wissen, dass es etwas, was auch so emotional belastet. Und auch auf der Veranstaltung wird Mansour nicht aus den Augen gelassen. Das ist jetzt sein Leben. Er opfert ein Stück seiner Freiheit, um seine freie Meinung zu sagen. Und deshalb ist mir meine letzte Frage, die Mansour mit einem breiten Lächeln beantwortet, auch so wichtig. Würden Sie sich manchmal wünschen, jemand anderes zu sein? Nein.